Was so ein Star-Tenor in der Garderobe hat, das haben wir hier mal aufgebaut. Das ist, fangen wir mal an, das ist Shortbread. Shortbread, Ne? genau. Also können auch Kekse sein im Grunde, nicht? Aber ja, na gut, aber bei Keksen weiß man immer nie, wie viel, was da alles drin ist. Also es gibt natürlich auch Shortbread mit Geschmacksrichtung, mit Ingwerstückchen oder Schokolade oder sonst was. Aber ich habe irgendwann festgestellt, die sind so neutral und dabei trotzdem so nahrhaft, weil sie eigentlich übermäßig süß sind, im Gegensatz zu normalen Keksen. also es hat schon was mit Relativ Anzuckern vor der viel Vorstellung Fett zu tun. haben und also eigentlich nicht vor der Vorstellung, sondern währenddessen, wenn Energiebedarf da ist, esse ich solche Kekse, weil ich da auch weiß, da bleibt nichts hängen, da hat man nicht hinterher das Gefühl, Nanu, was war denn das? Allergie oder wunders wie. Die funktionieren immer und deshalb sind die immer dabei und werden leider reichlich gegessen. Und dann haben wir hier, man sieht es ihm Ja, doch na nicht gut, also- an, sag mal, toll. Ja, die Schneiderei hat wieder ganze Arbeit geleistet. Und dann, Gummibärchen, Ja. das ist kleiner Spaß. Ein Gummibärchen ist einfach nur so, das habe ich ja irgendwann mal angefangen. Ich habe auch mit der Sucht irgendwann wieder aufgehört, weil ich habe nämlich eine ganze Zeit lang wirklich wie ein verrückter Gummibärchen während der Vorstellung gegessen. Ob das, keine Ahnung, Überspielen von Nervosität oder Wunders was war, aber es ist letztlich, das hier ist sowas Ähnliches. Das ist nur, medizinisch ist vielleicht falsch, aber genau, Blackcurrant, also Das sind so schwarze Johannisbeerbonbons, die sind im Prinzip ähnlich wie die, haben auch diese Stärke und diese, wie heißt es, Gelatine drin. Und ein bisschen Zucker und das ist eine Kombination, man kauen ist gut, wenn man viel zu singen hat, weil die Muskeln, die den Mund auf und zu bewegen, natürlich ständig benutzt werden und die müssen locker und frei sein. Und wenn man da so ein bisschen drauf rumkaut, dann entspannt sich das alles wieder. Also ähnlich wie Kaugummi, aber Kaugummi hat dann wieder, was weiß ich, Menthol drin und wunders was und trocknet eher aus. Okay. Und da ist eben dann so ein ganz bisschen Säure drin, sodass dann der Mund stärker befeuchtet ist, dann ist eben auch letztlich mit dieser Gelatine bildet sich so ein kleiner Schleimfilm sozusagen. Also es ist eine witzige Kombination und bei mir funktioniert super. Aber das ist super spannend, wie Sie das erzählen, weil diese Stimme, also Ihre Stimme ist ja ein Instrument. Das ist etwas, was man pflegen muss, was man hegen muss, was man auch jeden Tag wieder neu herauskitzeln muss. Da werden wir nachher später noch mal drüber sprechen, auch über diesen Moment, als Sie tatsächlich mal die Stimme verloren haben. Das war Richtig, ein ganz schrecklicher Moment. Ingwertee ist auch noch dabei, ne? Ingwertee ist auch dabei oder Kräutertee oder was auch immer, aber Ingwertee ist super und durch die Schärfe des Ingwertees wird auch der ganze Hals so ein bisschen stärker durchblutet. Also das ist jetzt nicht so scharf, dass man wie bei Curry oder sowas, wo man Atemnot oder die Augen tränen, aber eben diese Schärfe ist sehr gut, weil man wirklich das Gefühl hat, alles ist ein bisschen enervierter, sagt man. Schön. Ich freue mich auf unser enerviertes Gespräch. Ja.